Viel Spaß, schönen Abend. Ja, noch einmal guten Abend. Der berühmte Dr. Albert Schweitzer wurde eines Tages gefragt, was er denn von Zufällen halten würde. Sagte er dann, Zufall ist das, wenn Gott inkognito zu uns spricht. Das heißt, dass wir nicht wissen, dass der liebe Gott zu uns spricht, aber er redet zu uns. Und das ist auch meine Meinung und ich werde versuchen, das im Laufe des Seminars mit vielen Beispielen zu bestätigen. Sicherlich den Sinn des Lebens werden die meisten von Ihnen sich schon überdacht haben. Das ist also die Weiterentwicklung unserer Persönlichkeit. Und Gott und die Naturgesetze tun alles, um uns eigentlich diese Weiterentwicklung zu erleichtern. Nur leider, wir beachten das nicht oder verstehen es nicht oder wollen es nicht verstehen oder wollen nicht hören. Und das ist eben schon ein bisschen schade, denn Gott verwendet sehr viel Zeit und Energie, um uns einiges zu erklären. Ich tue mal die zwei ganz wichtigen Naturgesetze erklären. Einige von Ihnen kennen es schon. Das eine ist der oberste Gerichtshof, das wichtigste aller Naturgesetze ist das Gesetz der Energie. Also alles, was sich weiterentwickelt, erhält Energie, alles, was sich nicht weiterentwickelt, verliert Energie und geht bergab. Dieses Bergabgehen wird auch immer wieder signalisiert durch sogenannte Zufälle. Das werde ich dann nachher auch wieder Beispiele bringen. Die Menschen sagen immer wieder, wenn ihnen irgendwas nicht passt oder wenn irgendwas passiert, ist ein Zufall. Ja. Aber übrigens gibt es auch positive Zufälle, auch die werden wir besprechen. Aber das bringt eigentlich gar nichts zu sagen, es ist ein Zufall. Andererseits, die deutsche Sprache ist ja so toll und klar. Zufall heißt, es fällt uns zu, es steht uns zu. Das heißt, wir haben diese Hilfe, diese Belohnung verdient. Und das ist die nicht so großartige in der deutschen Sprache, dass man das gut erkennen kann. Das andere Gesetz kennen Sie ja alle wahrscheinlich sowieso schon, Gesetz von Ursache und Wirkung. Und das ist halt etwas, was wirklich auch die Steuerung dieser Zufälle sind. Denn wenn irgendwas nicht in Ordnung ist, lassen sich die Naturgesetze was einfallen. Zum Beispiel wie eben Zufälle, dass irgendwas plötzlich nicht funktioniert oder wenn eine Mitarbeiter zu lange im Büro am Computer herumsitzen, dann stürzt es einfach zusammen. Also es hat natürlich das Gesetz von Ursache und Wirkung ist immer dabei, weil die Ursache sind immer wir und die Wirkung wird durch die sogenannten Zufälle oder eben Hinweise. Zufälle sind ja nichts anderes als Hinweise, Denkanstöße. Und weil ich ja immer nach dem Gesetz von Ursache und Wirkung auch dieses schöne Bildchen bringe mit der Schuld und Schule, und das ist also ganz wichtig zu wissen, dass wir, auch wenn wir gar keine Schuld haben, wir oft Schuldgefühle haben und das ist so dumm. Weil im Grunde genommen alles, was uns passiert ist, ist ja gedacht als Schule, als Lernprozesse. Und jetzt hat gerade eine Patientin von mir eigentlich die richtige Entscheidung getroffen und sie fühlt sich trotzdem noch nicht gut. Da habe ich gesagt, ja, weil sie jetzt Schuldgefühle hat über ihre Entscheidung. Ne? Es ging um eine gewisse Trennung, die ja notwendig war, die sie auch eingesehen hat. Aber dann kommen halt wieder so komische Gefühle, wie Schuldgefühle, und das ist halt nicht gerade das, was zur Besserung der körperlichen Situation beiträgt. Ja, was sind jetzt eigentlich Zufälle? Vielleicht können wir mal ein paar Beispiele bringen. Zum Beispiel sich wiederholende Situationen. Da denkt man sich mal, das habe ich doch schon einmal gehabt. Ne? Und dieses Problem glaube ich ja schon gelöst zu haben. Nein, es kommt immer wieder. Nicht? Das heißt zum Beispiel, wenn ich Mutprobleme habe, dann kommt immer wieder jemand und will was von uns. Und wir sind eigentlich nicht in der Verfassung und es steht uns nicht zu und wir können wieder nicht Nein sagen. Dann denken wir, jetzt habe ich das alles schon einmal gehabt, jetzt kommt es wieder. Aber das sind keine Zufälle, sondern das sind Übungsbeispiele. Das heißt, es muss immer wieder kommen, bis wir es wirklich wie im Schlaf können, dass man, wenn man sich nicht gut fühlt, wenn es einfach nicht richtig ist, und ja, muss es halt wieder kommen. Dann, ob Sie diesen lustigen Film kennen, und täglich grüßt das Murmeltier.
Es ist sehr empfehlenswert. Es zeigt, wie die Menschen immer wieder im wahrsten Sinne des Wortes in die gleiche Pfütze tauchen. Also es wirklich, sollten Sie sehen, den Film. Es ist wirklich herrlich, wie die menschliche Situation da beschrieben wird. Sehr viel hat auch mit unseren Anrufen zu tun, das heißt die Telefonate. Sehr oft, wenn wir bei irgendeinem Gedanken sind, das muss man mal beobachten, ne? Er hat also irgendwie einen Gedankenvorgang, einen Denkvorgang, dann läutet das Telefon und es ist falsch verbunden. Ja, auch das ist kein Zufall. Das heißt, der Gedankengang, den wir gerade haben, ist nicht gut, ist falsch verbunden. Ja? Also es ist wirklich eine tolle Sache. Einmal sitze ich, das ist schon vor viele Jahre her, aber das ist eine tolle Geschichte, sitze ich mit einer Mitarbeiterin am Schreibtisch hier und wir überlegen uns über unser neues Prospekt und wir haben das Gefühl, dass irgendwas stimmt da nicht. Wir sind nicht dahinter gekommen. Dann läutet das Telefon, ruft jemand an, ob wir Reihenhäuser zu verkaufen haben. Habe ich gesagt, nein, wir sind keine Immobilienfirma, wir sind kein Immobilienmakler. Und da wieder aufgehängt, dann zeige ich zu meiner Mitarbeiterin, Reihenhäuser. Reihenfolge. Die Reihenfolge war falsch. Und das war wirklich so. Es war einfach und das ist etwas, was wir einfach erkennen sollten. Es ist so toll, was es da für Geschichten gibt. Also, das ist ja kein Wunder oder kein Zufall, dass die dann anrufen, nicht? Es war gesteuert von den Naturgesetzen. Ja, und die Leute denken sich oft, ja, warum musste jetzt ich gerade diese Person begegnen? Da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ist das jemand, den wir gar nicht gern begegnen. Und da werden wir natürlich geprüft, ob wir trotzdem höflich grüßen, ob wir trotzdem freundlicher und ja, liebevoll sind. Oder ob wir ein grimmiges Gesicht machen. Das andere ist, dass man sich natürlich freut, nicht? Das heißt, ja, das ist schön. Ich wollte sowieso schon diese liebe Frau oder diese Freundin anrufen und jetzt kommt sie daher und es ist ideal. Da kann ich gleich ein bisschen mit ihr sprechen. Es hat alles irgendwie eine Bedeutung und das ist so schön. So oft erzählen mir die Leute, ja, sie haben also einen Groll gegen die Nachbarin oder irgendwas und versuchen immer, der aus dem Weg zu gehen. Nicht? Also auf die andere Straßenseite zum Beispiel. Und sehr oft ist es so, dass es aber gar nicht mehr gelingt, auf die andere Straßenseite zu gehen, sondern wir werden es geprüft, können wir endlich doch ein bisschen wenigstens neutral und freundlich zu sein und versuchen, unsere Gedanken etwas freundlicher zu halten. Weil Gedanken übertragen sich ja auch, das darf man nicht vergessen. Unsere Gedanken sind ja Mächte, die übertragen sich auf den anderen, der hat dann ein unangenehmes Gefühl, wenn wir dann unangenehme Gedanken den Menschen hinübersenden sozusagen. Ja, und dann kommt halt die falsche Ausfahrt. Und jetzt war ich mit lieben Freunden unterwegs und wie das halt schon ist, im Auto, man redet halt, nicht? Und dann wir alle wissen, man sollte wirklich nicht so viel reden beim Autofahren. Und vor allem der das Auto gefahren hat besonders viel geredet. Und plötzlich haben wir die Ausfahrt nach Starnberg versäumt. Wir haben natürlich alle sofort gelacht, weil wir ja gewusst haben, dass das kein Zufall ist. Das hat mit unserer mangelnden Konzentration zu tun. Wir mussten halt bei der nächsten Ausfahrt raus und dann wieder umdrehen. Wir haben halt ein bisschen Zeit verloren, aber das ist es eben. Ne? Weil mangelnde Konzentration ist ja eigentlich ein bisschen Zeitverschwendung. Das heißt, wir müssen dann diese Zeitverschwendung wieder irgendwie gezeigt bekommen. Das ist ja eine ideale Sache. Es kann natürlich auch sein, dass wir die falsche Ausfahrt fahren, weil wir vorher zu schnell gefahren sind. Das kann auch sein. Da möchte ich noch einmal daran erinnern, unser Schutzengel fliegt nur maximal 130 Stundengeschwindigkeit. Also mehr als 130 fliegt er nicht. Kann er nicht. Will er nicht. Ja, und das ist also schon etwas, was wir uns immer bedenken sollten. Ja, und dann gehen irgendwelche Dinge kaputt. Ne? Wenn das ja, sowieso runterfallen und zerbrechen, das wissen wir ja, hat alles wieder mit mangelnder Konzentration zu tun.
Aber natürlich gibt es auch größere Sachen, die mal kaputt gehen. Die haben wieder was zu sagen, zum Beispiel wenn eine Brille kaputt geht. Was hat denn das zu sagen? Ja, dass wir eine falsche Sicht haben in irgendeiner Weise. Oder man lässt dauernd die Brille irgendwo liegen, man vergisst drauf. Es kann natürlich auch etwas ganz Interessantes kaputt gehen. Na, ich hatte eigentlich ein anderes Beispiel, wollte ich bringen. Das geht jetzt um einen Fernseher. Und zwar hatte ich eine MS-Patientin, die schon sehr, sehr große Fortschritte gemacht hat, sehr große. Aber irgendwie hat sie es nicht geschafft, langfristig zu denken. Bei ihr war es immer alles kurzfristig, ja, jetzt geht es ja besser und so weiter. Und dann sitzt sie irgendwo im Wohnzimmer und der Fernseher geht von selbst an. Sie hat mir ganz fest geschworen, sie hat ihn nicht angestellt, ist ganz von selbst angegangen. Habe ich gesagt, das ist eigentlich auch ganz klar, sie haben einfach keine Fernsicht, sie denken nicht langfristig, ja. Sie müssen langfristig, also das war auch eine ganz lustige Geschichte, ne? Also da gibt es so viele Beispiele, sicherlich einige von Ihnen kennen meine Geschichte schon, wie ich das erste Mal ein Haus mieten wollte in Starnberg. Und da habe ich halt so ein Weinhaus gefunden, das hat mir nicht besonders gefallen. Dann steige ich ins Auto hinein, weil ich musste den Mietvertrag unterschreiben gehen und das Auto springt nicht an. Habe ich mich gefreut. Habe mir gedacht, so, die Naturgesetze sind auch meiner Meinung des Hauses doch nicht gescheit. Dann rufe ich am nächsten Tag die Maklerin an und sage, also mit dem Haus war nichts. Ich habe nicht erklärt, was die Naturgesetze da gemacht haben. Ich habe gedacht, das ist zu lang. Sagt sie, gut, Frau Doktor, dass Sie anrufen, dieses Reihen-Eckhaus am Waldrand, was Sie immer schon haben wollten, das ist jetzt doch zu vermieten. Also das war doch schön. Ich war nicht stur, ich habe mich nicht gezwungen, dann doch hinzugehen, einen Mietvertrag unterschreiben, sondern habe dann doch das gemacht, was der liebe Gott wollte. Und das war zu meinem Vorteil. Jetzt kommt so eine interessante Geschichte. Die meisten von Ihnen wissen ja, dass ich also mit Geschichte und Politik immer sehr viel zu tun hatte und immer noch, weil das eigentlich mein zweites Standbein ist und vielleicht auch bald mal mein erstes, weil sich einiges in der Welt sehr bald verbessern wird. Ja, und jetzt kommt eine Geschichte, die also schon länger her ist, aber da gibt es ein ganzes Buch drüber. Und zwar, Sie kennen ja wahrscheinlich die zwei Präsidenten, die amerikanischen. Das eine ist Präsident Lincoln und das andere ist Präsident Kennedy. Also beide haben genau im Abstand von 100 Jahren waren sie Präsident und beide wurden, der eine 1846 zum Kongress erwählt, also bevor er Präsident wurde, und Kennedy 1946. Und jetzt kommt das Interessante an der Sache. Es gibt ein ganzes Buch drüber, aber ich erzähle jetzt nur diese spannenden Zufälle. Also beide wurden an einem Freitag ermordet. Beide im Beisein ihrer Ehefrauen. Präsident Lincoln wurde in einem Ford-Theater ermordet, Präsident Kennedy in einem Ford-Auto. Beide wurden von einem Südstaatler erschossen, obwohl bei Kennedy war es noch was anderes, das war eigentlich ein Sündenbock, den sie halt gefunden haben. Aber was wirklich interessant ist, dass Lincolns Sekretärin hat Kennedy geheißen und Kennedys Sekretärin Lincoln. Das sind also jetzt nur ein paar Beispiele, aber da gibt es ein ganzes Buch drüber. Übrigens haben beide, was soll das eigentlich uns sagen? Beide haben mit der Befreiung der Schwarzen was zu tun gehabt. Lincoln hat sie von der Sklaverei befreit, die Sklaverei wurde abgeschafft und Kennedy, das war in den Jahren, wo ich auch in Amerika war, hat also die Bürgerrechtler oder Bürgerrechtssache in die Wege geleitet. Das heißt, dass sie doch mehr Rechte bekommen, weil Anfang der 60er Jahre, bevor er Präsident wurde, war es ja noch so, dass sie durften nicht einmal sich niedersetzen in einem Autobus, sondern es durften also nur die Weißen sitzen und die Schwarzen nicht zum Beispiel. Ja, es waren schon nicht so lustige Zufälle. Zustände in dem Fall. Das waren keine Zufälle, sondern Zustände.
Ja, was ist jetzt Zufall? Das ist, finde ich, eine sehr gute Definition hier. Ein unvermeidliches Vorkommnis, das auf unabänderlichen Naturgesetzen beruht. Das heißt, wirklich in dem Fall, die Naturgesetze fühlen sich fast gezwungen, jetzt hier einzugreifen, weil sie eben unabänderlich sind und weil es ein unvermeidliches Vorkommnis ist. Das ist unvermeidlich, dass sie durch das Gesetz von Ursache und Wirkung sofort anzeigen, da stimmt was nicht. Übrigens hat mir unlängst meine Freundin Bettina eine lustige Geschichte aus dem Internet herausgeholt, dass die Naturgesetze brechen die Gesetze der EU. Eine längere Geschichte. Man muss sich das mal vorstellen. Die Naturgesetze brechen die Gesetze. Das ist natürlich genau umgekehrt. Und das habe ich also sehr lustig gefunden, habe das gleich am letzten Wochenende bei meinem politischen Seminar habe ich das gleich erzählt und vorgelesen, die Geschichte. Ja, was haben also die Zufälle zu bedeuten und vor allem, wie komme ich da dahinter? Erstens einmal, was die zu bedeuten haben, das Wichtigste ist hier die Steigerung unserer Intelligenz und Intuition. Beides intelligent. Man muss sich halt überlegen, was könnte es sein. Und es ist nicht immer vordergründig. Es ist, wenn das Auto nicht anspringt, ist es ganz sicherlich nicht die Batterie. Das ist vordergründig und das ist es nicht. Das hat uns was zu sagen. Überhaupt das Auto ist eine tolle Sache. Was es da alles gibt. Ne? Einmal wollte ich ein Haus suchen in der Nähe vom Bodensee, weil da war ich bei allen 3 Ländern, wo ich also unterrichtet war, wäre ich da ganz nah dran gewesen. Ja, aber die waren natürlich wahnsinnig teuer, mindestens ebenso teuer wie hier in Starnberg. Und dann funktionierte plötzlich meine Bremse nicht mehr. Und der liebe Gott sagt, ich soll Bremse nicht so aufhören, ich soll dort bleiben, wo ich bin. Und jetzt bin ich auch da, wo ich schon 25 Jahre bin. Ja, erstens einmal den Zufall wahrnehmen. Die meisten Leute nehmen den überhaupt nicht wahr. Also das ist, naja, es ist halt so. Nicht, und ich bin halt gestolpert. Oder ich habe mir halt den Fuß gebrochen. Ne? Es war halt ein Zufall, ich bin gestolpert. Ja, das bringt natürlich gar nichts. Da werden wir nicht intelligenter und vor allem, die Naturgesetze haben dann keine Chance, uns eine Mitteilung zu machen, unsere Hilfe zu geben. Das heißt, wir rennen weiterhin in die falsche Richtung und das ist ja eigentlich nicht so toll. Daher mal einfach überprüfen. Hat mir das nicht doch etwas zu sagen? Hat das nicht eine Bedeutung? Das muss man doch was zu sagen haben, wenn immer wieder dasselbe passiert. Ein Patient von mir, der schon 2 Herzinfarkte hatte, ist dann bei mir Gott sei Dank gelandet und der konnte also überhaupt nicht vergeben. Der war wie ein Vulkan, der hat sich über alles aufgeregt. Dann hat er zu mir gesagt, wissen Sie, ich habe das Gefühl, die ganze Welt ist hinter mir her, um mich zu ärgern. Da habe ich gesagt, ja, das stimmt. Das heißt, diese Leute müssen immer zufällig auftauchen, um mich zu ärgern, damit er sich das abgewöhnt. Nicht damit er irgendwann erkennen kann, dass es ja mit dem Spiegelbildeffekt zu tun hat. Das heißt, die ärgern ihn, um ihn zu prüfen, ob er sich weiterhin ärgert. Nicht die Leute sind die Ursache unseres Ärgernisses, sondern wir, weil wir die Sache falsch sehen. Wir können einfach nicht erkennen, dass es eigentlich unsere Schwäche ist. Ne? Also sehr gut ist auch, wenn man nicht gleich dahinter kommt, mal die Situation aufschreibt. Nach Möglichkeit in ein Tagebuch. Und dann hat Gott und die Naturgesetze haben da Zeit, uns langsam Hinweise zu geben. Manches Mal dauert es halt eine Weile, ne? Aber es ist die Sache wert, weil manche Sachen sind ja wichtig. Ne? Warum ist das jetzt passiert und was ist da los? Na, da fällt mir gerade ein, etwas, das ich noch nie erzählt habe. Wie ich das 2. Mal nach USA fliegen wollte, das war Ende der 80er Jahre, also Anfang 87, wo ich also nicht mehr hinfahren hätte sollen, habe ich dann keinen Platz im Flugzeug bekommen.
Zu der Zeit konnte ich nie buchen, weil meine Schwester bei der Lufthansa war. Ich bin also nur für 25% geflogen oder so, musste aber immer warten, ob es einen Platz gibt. Und dann gab es natürlich keinen Platz. Ne? Interessanter Zufall. Ja, ich bin leider dann doch geflogen. Ja, und immer wieder die Frage stellen, ja, warum ist das jetzt passiert? Und die Frage ist, wozu dient es? Was will es mir sagen? Es ist so interessant, wenn man einfach da dahinter kommt. Es hat doch alles eine Bedeutung, einen tieferen Sinn. Nicht, wenn man natürlich immer nur an Zufälle denkt, ja, dann lernen wir halt wieder nichts, dann ist halt wieder nichts los. Ne? Also wozu dient es? Es hat immer eine Bedeutung. Es hat immer, die Bedeutung ist natürlich immer, unsere seelische Weiterentwicklung sollte besser vorangehen und dann ist es einfach notwendig. Ja, die Konzentration ist natürlich das Allheilmittel, das hilft uns immer. Und die Intuition, das heißt, durch die Konzentration wird die Intuition verbessert. Und dann, wenn wir endlich dahinter gekommen sind, was das Ganze uns zu sagen hat, dann sollten wir die Entscheidung treffen. Also nicht unbedingt die falsche Entscheidung, wie ich, dass ich dann doch nach den USA geflogen bin, sondern vielleicht doch die Sache reiflich überlegen. Es ist halt schwer, flexibel zu sein. Es ist schwer, flexibel zu sein, wenn man schon alles hinter sich abgebrochen hat. Und ich habe sogar teilweise die Möbel damals mitgenommen, weil ich geglaubt habe, ich werde dann drüben bleiben. Das ist absolut unsinnig gewesen. Naja, und die Vorträge und Seminare da drüben, die ich dann gehalten habe, das sind also schlecht besucht gewesen und vieles schief gelaufen und so weiter. Ja, da war es eine nette Geschichte. Da hat mir auch der liebe Gott immer wieder auch durch die Reaktion der Leute gezeigt, dass ich am falschen Platz bin. Da zum Beispiel nach einem Vortrag kommt eine Frau zu mir und sagt, also Frau Doktor, mein ganzes Leben habe ich auf Sie gewartet. Das ist die Wahrheit. Ich habe mich sehr gefreut über diese nette Begrüßung. Und dann habe ich sie nicht mehr wieder gesehen. Das war so die Strohfeuerbegeisterung, ja. Das ist sowieso typisch, also schon auch für die USA. So, jetzt haben wir etwas auch noch zu zeigen, wie wichtig also unsere Gedanken sind, weil die Gedanken bringen auch wieder die verschiedenen Zufälle in die Gänge. Nicht die Gedanken werden zu Worten, zu Taten, Gewohnheiten und letztendlich der Charakter ist unser Schicksal und das ist wirklich der springende Punkt. Das A und das O. Und die Gedanken bringen auch wieder irgendwelche Zufälle herbei. Ja, ich meine, ich hatte ganz eine Menge Fälle von Krebspatienten, die immer wieder jahrelang Angst hatten vor Krebs. Und dann haben sie es gekriegt. Ich meine, es ist schwer, wenn die Mutter oder Vater oder ich weiß nicht, wer aller an Krebs gestorben ist, dass man diesen Gedanken dann also nicht immer wieder bekommt. Aber diese Gedanken sind ja Prüfungen, sind einfach, ja, Prüfungen. Wollen wir das jetzt auffressen mit Haut und Haar? Wollen wir dabei verharren? Da kann man also schöne Stunden damit verbringen, besonders in der Nacht, wenn man sich alles Mögliche vorstellt. Und das bringt halt nicht sehr viel. Also das sind dann keine Zufälle, wenn man dann wirklich, das heißt leider bei Krebspatienten schon passiert, dass sie es dann auch wirklich bekommen haben. Ne? Aber wenn man sich immer wieder jahrelang mit diesen Gedanken beschäftigt und mit Angst dann an die Sache rangeht, dann wird es immer schlimmer. Ja, was hat es jetzt mit unserer Persönlichkeit zu tun? Unsere Seele. Also die besteht ja aus 3 Hauptteilen, Intelligenz, Talente und Charaktereigenschaften. Also die Zufälle, wie ich schon gesagt habe, sind da zur Steigerung in unserer Intelligenz und unserer Intuition. Alles hat eine Bedeutung, nicht? Dann sagen die Frauen immer, ja, mein Mann lässt die schmutzigen Socken herumliegen. Also sogar die schmutzigen Socken haben eine Botschaft. Nicht, dass die Frau jetzt auch schmutzige Socken herumliegen lässt, sondern sie muss sich überlegen, ja, also die schmutzigen Socken sind also nichts Reines, sind also nichts Gescheites,
Wo ist bei mir etwas nicht rein oder nicht in Ordnung? Zum Beispiel die Ernährung, nicht? Das könnte ja das sein. Meine Ernährung ist nicht in Ordnung. Ne? Ist auch eine Art schmutzige Socken. Und dadurch wird man einfach intelligenter, weil es ist also nicht vordergründig. Das Einfache ist vordergründig. Und das bringt nichts, man muss weiterdenken. Ja, welches Talent brauchen wir jetzt, um diese Sache besser in den Griff zu kriegen, die Zufälle besser zu erkennen? Da ist natürlich, wie immer, natürlich Nummer 1 die Konzentration. Und das andere ist etwas, ein schönes Talent zu überprüfen. Das heißt, nicht einfach gleich hineinspringen in eine Sache, sondern überlegen, überprüfen. Was könnte es sein? Das hat natürlich auch mit einem weiteren Talent zu tun, was schwierig ist. Das ist die Geduld. Das ist es auch. Sicherlich, wenn das Gehirn besser funktioniert, dann funktioniert auch die Konzentration besser. Das heißt, die gute Ernährung ist natürlich auch etwas, was dazu hilft. Jetzt wollte ich einige Beispiele geben über die Charaktereigenschaften. Es geht ja darum, der wichtigste Teil unserer Seele sind ja die Charaktereigenschaften. Und da möchte ich nur Beispiele bringen, was halt dann so passieren könnte. Zum Beispiel bei Mut. Gut, also 95% aller Frauen haben Probleme mit Mut. Nein sagen, wenn Nein richtig ist und so weiter. Und dann wird man halt immer wieder geprüft. Gehe ich aus der Sache raus, versuche ich mich herauszuschleichen, den Weg des geringsten Widerstandes zu gehen, oder sage ich nein, ich möchte das tun, ich möchte mutig das tun, was ich tun sollte. Und dann kommen halt die interessanten Zufälle herbei, nicht? Also, wie oft höre ich immer, ja, die Leute versuchen sich richtig zu ernähren, aber wenn sie eingeladen sind, dann widerstehen sie der Sache nicht. Das heißt, sie werden dann immer wieder überprüft, da wird ihnen vor die Nase gesetzt, eine große Portion Schweinsbraten oder sowas. Ne? Ja, haben Sie jetzt den Mut, sich dagegen zu wehren, oder schlucken Sie das hinunter und verbringen Sie ein paar Tage in ziemlich unguter Magen- und Darm-Situation? Denn gerade da muss man den Mut haben zu sagen, ich esse das halt nicht mehr, ich bin gerne bereit, die Beilagen und so weiter. Aber eigentlich wäre das Vernünftigste, den Mut zu haben, vor der Einladung, das heißt nicht vor der Einladung, gleich nach der Einladung, bevor man hingeht, zu sagen, dass man eben kein Fleisch mehr isst. Das heißt, die Gastgeberin kann sich dann danach richten. Das war auch interessant, fällt mir gerade ein. Wie ich also noch in den USA war, ganz am Anfang, da hatten wir auch immer wieder ein Ehepaar eingeladen zum Abendessen. Er war Rechtsanwalt und er war Vegetarier. Und da musste ich mir jedes Mal was ausdenken, was ich für ihn extra koche. Damals habe ich mir schon gedacht, naja, eigentlich ist das ja gar nicht so unvernünftig, nicht? Aber ich war natürlich mit einem Arzt verheiratet und da muss man ja ungesund essen. Weil, das habe ich immer gehört, Mischkost ist besonders gesund, nicht? Ja, was die Ehrlichkeit halt anbetrifft, das ist sowieso schwierig. Und ja, ich habe gerade vor kurzem eine Patientin gehabt, die hatte also eine ungute Situation, sie ist depressiv geworden und so weiter. Natürlich hat sie das sofort auf ihren Mann geschoben. Dann hat sich herausgestellt, dass ihr Mann eigentlich sehr lieb und nett ist und ihr eigentlich gar keine Probleme macht, sondern sie selbst hat zu lange gewartet und ist nicht rechtzeitig wieder zur Arbeit gegangen, obwohl die Kinder schon erwachsen waren. Also das ist schwierig, wir schieben so gerne die Sachen auf jemand anderen. Oder zum Beispiel mit der Migräne. Nicht, wenn man Migräne hat, man schaut aus dem Fenster raus, wenn ich die Zugspitze sehe von meinem Balkonfenster, dann weiß ich, es ist Föhn. Und deswegen kriege ich auch keine Migräne, nur die meisten Leute finden das wunderbar. Und das ist ein Sündenbock und das ist also nicht, dass die Migräne zufällig uns Kopfschmerzen gibt, sondern die Kopfschmerzen haben ja mit uns zu tun. Also bei Vergeben oder nicht loslassen können, das ist ja mit dabei, da gibt es natürlich 1000 Möglichkeiten, was da alles passiert. Sicher immer wieder die Spiegelbildsituation, bin ich wieder bereit zu erkennen, dass das
kein Zufall war, dass diese Person wieder mich so dumm angesprochen hat? Oder ist es wirklich ein Zufall, dass ich dauernd gemobbt wäre in einer Arbeitsstelle? Im Grunde genommen hat das ja zu bedeuten, dass ich am falschen Platz bin. Das sollte ich ja gar nicht mehr sein. Also wirklich bei hundertprozentigen Situationen oder bei Situationen habe ich hundertprozentig entdeckt, dass es immer wieder mit der falschen Arbeitsstelle zu tun hat. Also nicht ein Zufall ist, wenn man dauernd gemobbt wird, und es hat auch nicht mit dem anderen irgendwie zu tun. Ja, loslassen ist wirklich so ein Problem, nicht? Also man hat wirklich das Gefühl, auch in meinem Leben habe ich das Gefühl, ich habe dauernd nur was loszulassen. Unglaublich, egal was es ist. Ne? Wenn ich denke, sicherlich, ja, jetzt bin ich ja nicht mehr so ganz jung, nicht? Und dann habe ich mir damals gedacht, ach, das soll ich jetzt in diesen Computer da hineinreden, das kann doch keinen Sinn geben. Ich sehe ja die Leute gar nicht. Und ich sehe keine Leute, aber ich sehe nette schwarze Köpfchen und den Namen daneben. Auf jeden Fall habe ich die Sache jetzt sehr zu schätzen gewusst und gefunden, denn ich finde es sehr schön, dass ich von meinem Wohnzimmer aus zu den Leuten reden kann. Sie hören mich, sie können Fragen stellen. Das ist eigentlich wirklich Zeitersparnis, Zeit- und Energieersparnis. Man vertut kein Benzin auf der Straße, es stinkt nicht die Luft und so weiter. Also das ist eine tolle Sache. Ja, und das ist halt für den nächsten Punkt gleich, wenn wir also immer das Positive im Negativen erkennen können, ob das jetzt das Loslassen ist oder zu erkennen, dass es ja mit uns zu tun hat und nicht mit jemand anderem. Oder überhaupt. Und da haben wir natürlich jetzt die tollste Gelegenheit, denn es ist ja momentan im Weltgeschehen läuft ja so ziemlich alles schief, was schief laufen kann. Und trotzdem, es ist hinter jeder dieser Begebenheiten ist was Interessantes, Positives. Es ist sehr schwer zu erkennen, aber ich habe das beim letzten Wochenende bei dem Seminar über Weltgeschehen, habe ich diese positiven Sachen geschildert. Das allein ist eine schöne Sache für uns zu üben. Weil auch im Weltgeschehen passiert nichts zufällig, sondern alles hat einen ganz bestimmten Plan Gottes. Nur ist es halt der Makrokosmos, nicht? Und wir sind der kleine Mikrokosmos, wo also in unserem kleinen Leben immer wieder was passiert. Aber sicher, wenn ich halt immer das Gefühl habe, ich habe es immer mit kritischen und negativen Leuten zu tun, dann muss ich mich halt auch fragen, wo bin vielleicht ich kritisch und negativ? Das ist also schon, diese Spiegelbildsache ist so wichtig. Naja, also bei der Zeitnutzung wird es sowieso schwierig. Weil Zeit ist Energie. Und die meisten Menschen merken gar nicht, dass sie Zeit verschwenden. Und so ist es eben auch, wenn man dann eben, wie ich vorhin erwähnt habe, in dem goldenen Käfig sitzt. Das heißt, man hat ein gutes Einkommen und man hat ein schönes Haus, man hat eigentlich genug zum Leben und dann bleibt man zu lange zu Hause. Und dann kriegt man in den 50er Jahren als Frau dann Depressionen. Bei der Arbeit geht es wirklich nicht um Geld verdienen. Arbeit ist ein Teil unserer seelischen Weiterentwicklung. Wir können unsere Intelligenz und unsere Talente nur in der Arbeit und in Arbeitsstellen, in einer Arbeitssituation weiterentwickeln. Sonst geht das gar nicht. Wenn wir zu Hause sitzen und immer wieder das Staubtuch in die Hand nehmen, das ist also nicht so ideal zur seelischen Weiterentwicklung. Sicher, es muss gemacht werden, aber das ist so eine sogenannte Nebenbeschäftigung. Und ja, vor allem, man merkt gar nicht, dass man ein Buch liest, das eigentlich nichts weiterbringt. Ja, es ist irgendein schönes Blabla, entspannend, ich überlasse alles Gott und so weiter. Das klingt alles wunderbar. Ja, wir sollen schon viel dem lieben Gott überlassen, aber wir müssen auch was tun. Nicht? Man muss sich immer denken, das ist Ursache und Wirkung. Das heißt, ich muss die Ursache setzen, damit Gott die Wirkung durchführt. Ich kann nicht glauben, dass alles einfach aus dem Blauen kommt und ich habe nichts damit zu tun. Ich habe immer was damit zu tun. Vor allem wissen wir auch, ich finde, das ist kein Zufall, wenn wir
irgendwas, auch nur einen Film anschauen oder irgendwas im Fernsehen, man kriegt ungute Gefühle. Es ist kein Zufall, das heißt, es sind auch wieder Arbeit Gottes und der Naturgesetze, um uns zu sagen, diese unguten Gefühle heißt, dass wir Energie verlieren. Wir müssen loslassen von dem Negativen. Oder von etwas, das uns einfach nicht weiterbringt. Eines, was wirklich anscheinend besonders schwierig ist eben den Mut haben, Entscheidungen zu treffen. Und da gibt es natürlich viele, viele Hinweise, wie wir das tun sollen. Und da gibt es also tolle Beispiele. Sicherlich das Problem ist der schwarze Punkt, den Sie jetzt gleich sehen werden. Also irgendein Problem, das wir lösen sollen. Wir müssen uns also in irgendeiner Weise entscheiden. Und dann gehen wir mit der Katze um einen heißen Brei herum und wollen am liebsten keine Entscheidung treffen. Das ist aber nicht gut, weil gerade durch die Entscheidung durchzugehen, das gibt Selbstsicherheit. Das heißt, alle Probleme, alle Prüfungen, das ist wie in der Schule, die wir lösen können oder wollen, gibt uns Selbstsicherheit. Alles andere ist eigentlich schädlich für unsere Selbstsicherheit. Selbstsicherheit ist auch eine Energieart, die uns zeigt, dass wir also mehr oder weniger in Ordnung sind. Da habe ich einen guten Freund gehabt, der musste eine schwere Entscheidung treffen, hat er gesagt, er hat das Gefühl, er springt in ein Schwimmbassin hinein, ohne zu wissen, ob Wasser drinnen ist. Jedenfalls ist es kein Zufall, selbstsicher oder nicht selbstsicher zu sein, sondern es hat mit unserer Leistung zu tun. Je mehr wir an uns arbeiten, je mehr wir unser Selbst erkennen können, das ist der erste Schritt, und eben etwas dazu tun, um diese Sicherheit zu erreichen, desto mehr sind wir. Wir ruhen dann einfach in uns selbst, weil wir wissen dann, ob wir kommen oder gehen. Wir können uns auf uns verlassen, das ist das Wichtige. Wenn ich nie Prüfungen durchgehe, dann weiß ich ja nie, was schaffe ich eigentlich? Was ist meine Fähigkeit? Was ist mein Potenzial? Und das ist hier so wichtig, sein Potenzial zu erkennen und möglichst dieses Potenzial versuchen auszuweiten und zu erkennen. Ja, und dann haben wir natürlich das hübsche Spiegelbildgesetz, das also immer wieder betrachtet werden muss, was mich an anderen stört, zu mir gehört. Das ist immer wieder, die ganzen Zufälle mit anderen Menschen hat immer wieder mit dem Spiegelbildgesetz zu tun. Sicherlich, wir glauben, das ist Erbanlage, wenn die Eltern beide an Krebs sterben und ich weiß nicht was alles. Es sind auch keine Zufälle, sondern Gott hat uns diese Beispiele gegeben als Spiegelbildgesetz und nicht als Erbanlage. Das heißt, wir müssen lernen, ich rede jetzt halt allgemein, dass die Mutter und der Vater waren beide irgendwie geltungssüchtig. Und wir haben das ideale Spiegelbild zu erkennen, ja, die waren ja eigentlich geltungssüchtig und ich muss schauen, dass ich das nicht auch bin. Und so muss man diese großen Zufälle mit Erbanlage immer wieder erkennen. Aber vor allem auch das Positive, wenn wir irgendwie begeistert sind von einer Person, nein, die ist ja so mutig und was die noch alles schafft und so weiter, ja, einfach denken, das schaffe ich auch, ich möchte auch so sein, ich möchte auch so werden. Und das ist so schön, dieses positive Spiegelbild. Wir können dann auch erkennen, dass wir diese Person, die wir so schätzen und bewundern, dass wir die auch besonders gern haben. Es bildet sich dann oft eine nette Beziehung. Ich habe so schöne Beziehungen, also mit ehemaligen Schülern und Patienten. Es werden schöne, dauerhafte Freundschaften daraus. Eigentlich alle meine Freundschaften, die ich jetzt habe, waren ehemalige Patienten oder Schüler. Also ohne Ausnahmen. Oder eben Mitarbeiter, nicht wie die liebe Gitter. Ist nicht nur Mitarbeiterin, sondern auch Freundin. Ja, und was können wir jetzt durch Zufälle gewinnen? Ja, die haben ja, wie ich schon gesagt habe, einen sehr tiefen Sinn. Erstens die Führung durch den Alltag. Es gibt immer Menschen,
die aus dem Blauen kommen, also buchstäblich aus dem Blauen, um uns zu helfen, wenn wir irgendwo stecken geblieben sind. Ob das jetzt, dass wir uns verfahren haben, dass wir uns verirrt haben oder dass wir irgendeine Sache nicht finden, eine Adresse, ja, es ist wieder dasselbe natürlich. Also es kommt dann immer jemand rechtzeitig daher, um uns zu helfen. Und es hat immer einen Sinn, natürlich sollten wir das auch positiv ansehen, das sind ja positive Sachen. Wir kriegen dann wirklich die Führung durch den Alltag. Aber eben, auch die vorhergehenden Telefonanrufe, da fällt mir noch etwas ein, apropos Telefonanrufe. Wir müssen aufpassen, welche Person immer wieder zur falschen Zeit anruft. Es gibt also Leute, die wirklich, man hat das Gefühl, die rufen immer wieder zur falschen Zeit. Man sitzt entweder auf der Toilette oder man steht am Herd, wo man was Heikles gerade zubereiten muss. Oder man kann halt schlecht zum Telefon aus irgendeinem anderen Grund, steht unter der Dusche oder so. Und es gibt Leute, die halt immer wieder zur falschen Zeit anrufen. Das ist ja auch was Interessantes, ne? Ja, für junge Leute finde ich, ist es sehr schwer zu unterscheiden zwischen richtiger und falscher Freundschaft oder Partnerschaft. Wenn man dann sich leicht verliebt, ja, man fällt also leicht in so eine Falle hinein, dann gibt es also alle möglichen Lockvögel, die daherkommen. Nicht, sie sehen gut aus, sie können gut reden und so weiter. Ja, man muss auch wirklich beobachten, was da so alles passiert, wenn man mit den Lockvögeln zu tun hat. Ne? Ja, verfährt man sich mit dem Auto, dann fährt man zum Beispiel auf die falsche Ausfahrt hinaus und dann kann alles Mögliche passieren. Ich muss sich Gedanken, warum passiert denn dauernd was? Was sind denn dauernd diese Sabotage? Was ist denn da der Hinweis? Ja, was sind jetzt die Hilfen zur Selbsterkenntnis? Das sind immer wieder diese Spiegelbilder, die immer wieder auftauchen, immer wieder. Oft immer wieder das Gleiche und dann denkt man sich, das habe ich alles schon gehabt. Aber man fällt halt doch immer wieder hinein, es ist unglaublich. Und dann die Entscheidungshilfen. Sicher, also viele Leute haben mir erzählt, sie haben sich also eine neue Arbeitsstelle gesucht und haben ein Einstellungsgespräch gehabt. Bei den einen sind sie reingekommen, war der Aschenbecher voller Asche und hat gestunken nach Nikotin, ist gleich wieder rausgegangen. Und das zweite war der Personalchef oder der Chef war sehr unsympathisch, hat also unangenehme Schwingungen gehabt, war jetzt auch wieder nichts. Eine hat dann nicht die Haustür gefunden, das war besonders unglaublich, weil es war eine Baustelle dort und ja, das hat jedenfalls auch eine Bedeutung. Das sind alles Entscheidungshilfen, das finde ich einfach so schön. Ja, ein sturer, junger Patient von mir, ein junger Mann, der wollte also unbedingt Bankkaufmann werden. Ich habe ihm gesagt, das ist nichts für ihn, er müsste was anderes machen nach dem Abitur. Und dann hat er zuerst einmal doch ein Einstellungsgespräch gehabt, das heißt, er wollte es haben, und ist aber in die S-Bahn eingestiegen in die falsche Richtung. Ja. Habe ich zu ihm gesagt, das ist einfach falsche Richtung. Und das nächste Mal das Fahrrad genommen. Und da ist ihm die Kette abgerissen. Das sind doch nette Sachen. Das sind also wirklich gute Entscheidungshilfen. Dann Förderung der intuitiven Intelligenz, habe ich schon erwähnt, es fördert einfach unsere Intuition und unsere Intelligenz. Aber nur, wenn wir es wahrnehmen und darüber nachdenken, was es bedeutet. Fragen nach oben, lieber Gott, was bedeutet das? Was willst du mir sagen? Es ist immer klopfen und es wird euch aufgetan. Und das ist wirklich zu erkennen, dass es eigentlich kein Zufall ist, sondern die Sprache Gottes und der Naturgesetze. Dass man das erkennen kann. Ja, und dann die Belohnungen, weil da habe ich jetzt eine nette Geschichte. Ich hatte so eine liebe Mitarbeiterin ganz am Anfang meiner Praxisjahre und da hatte ich natürlich sehr wenig Einkommen, wenn überhaupt. Und sie hat aber fleißig gearbeitet, hat schon ein Gehalt gekriegt, aber war nicht besonders hoch. Und sie hat immer wieder Geschenke bekommen von Patienten und das und jenes. Und eines Tages wollte sie in die Oper gehen.
Also sagt, ja, sie nimmt sich eine Stehplatzkarte. Und in München ist es halt so, das habe ich auch früher gemacht, vor der Oper steht dann eine Schlange, bei der Abendkasse. Das sind die Leute, die entweder einen Stehplatz haben wollen oder die nicht abgeholte Karten. So habe ich dann auch hier und da mal eine Karte gekriegt. Ja, sie stellt sich jedenfalls in diese Reihe, da waren mindestens 30 Leute dort. Kommt ein älterer Mann auf sie zu, sagt, brauchen Sie eine Karte? Ja, sie steht Schlange wegen einer Stehplatzkarte. Sagt er, aber ich hätte einen Sitzplatz für Sie. Ja, sagt sie, was kostet das? Sagt er, damals war noch D-Mark. 94 D-Mark, sagt sie, ja, das tut mir leid, das kann ich mir nicht leisten. Hat er gesagt, das schenke ich Ihnen. Nicht, und weil sie so lieb und fleißig war, hat sie diese Opernkarte geschenkt bekommen. Das ist doch eine schöne Sache. Das sieht man also auch, die Belohnungen werden immer wieder. Ja, gut, die andere Sache mit dem Heim ist ja besonders eine schöne Geschichte. Da hat mir eine Freundin erzählt, die hat diesen Mann gekannt. Nach dem Krieg hat also ein lieber Mann ein Heim für Waisenkinder, für Buben. Also nicht ein großes Heim, es war vielleicht 10, 12 Buben. Und eines Tages zu Weihnachten hatten sie, das war vielleicht 1946, also schlimme Zeit, da hatten sie also gar nichts mehr zu essen. Und da sagt der Mann zu dem Buben, jetzt tut mal den Tisch schön decken mit Tannenzweigchen, und dann haben sie noch so Kerzenstumpfen gehabt. Und dann beten wir. Dann haben sie alle gebetet und dann läutet es an der Tür. Dann steht draußen ein Supermarktauto und sagt, ja, jetzt kommen ja die Weihnachtsfeiertage und wir haben eine Menge Produkte, die dann abgelaufen sind. Können Sie die gebrauchen? Können Sie sich vorstellen, wie die Buben ganz schnell diesen Lieferwagen abgeräumt hatten und was sie für ein schönes Weihnachten hatten. Also immer wenn ich diese Geschichte höre, dann ist es so schön, man kriegt wirklich ganz Gänsehaut vor Freude. Aber so werden eben auch die lieben Leute belohnt, nicht wie dieser Mann, der sich für diese Waisenkinder gesorgt hat und bemüht hat. Ja, und das zum Schluss halt noch, wie können wir Zufälle als Hilfe für richtige Entscheidungen zu treffen annehmen, ja. Erstens einmal bitten, den Mund schauen, die richtigen Entscheidungen zu treffen, das ist immer das Erste. Weil sonst kann ja gar kein Zufall auf uns zukommen. Weil auch diese Zufälle für Entscheidungshilfen müssen wir uns auch verdienen. Dann täglich konzentrieren üben. Und wieder, ja, ich weiß, immer wieder höre ich von den Patienten, das ist so schwierig und das schaffe ich nicht. Habe ich gesagt, es geht nicht darum, dass man es perfekt kann, sondern dass man es jeden Tag übt. Üben, üben, üben. Und ja, also nicht nur beim Zähneputzen, schon beim Zähneputzen auch, weil das eigentlich sollte es die erste Beschäftigung sein. Gut, Wasser lassen ist eigentlich das Erste. Und da wäre es schon gut, wenn man ein bisschen mittut. Aber beim Zähneputzen halt wirklich denken, wo bin ich, vorne, hinten und so weiter und auf der Seite. Es geht wirklich ums Üben, nicht ums Können. Und beim Abtrocknen nach dem Duschen oder Baden ist es also einfach, weil da kann ich mitreden, nicht? Busen, Bauch, Popo und so weiter, nicht? Also das ist das A und das O, das ist sozusagen die Eintrittskarte für die Sprache der Naturgesetze, und eben ein Großteil der Sprache sind eben die Zufälle. Und dann immer wieder Fragen stellen, was soll ich tun, was ist richtig? Ist es richtig, die Arbeitsstelle zu ändern? Was soll ich tun in meiner Partnerschaft, die nicht gut läuft? In der Partnerschaft gibt es natürlich zwei Möglichkeiten, entweder sich selbst stark verbessern, also immer wieder, wenn also Leute bei mir längere Seminare gemacht haben, aber besonders, wenn sie die Ausbildung gemacht haben, dann sagen sie immer zu mir, und mein Ehemann ist jetzt ein Engel geworden. Und ich gesagt, ja, Sie sind ein Engel, muss das Spielbild auch ein Engel sein. Also das ist die erste Möglichkeit, dass man sich selbst stark verbessert. Wenn es natürlich gar nicht geht, das heißt, wenn der Mann also wirklich ein rasanter Bergabsteiger ist, dann muss man halt eine andere Entscheidung treffen, ne? Die halt auch nicht immer lustig ist. Das Wichtigste ist natürlich auch, die Motive zu überprüfen. Denn wenn unser Motiv falsch ist, dann kommt auch gleich ein sogenannter Zufall.
Was ist ein falsches Motiv? Das fälscheste oder das gefährlichste Motiv ist natürlich immer die Geltungssucht. Also ich will gut dastehen, ich will berühmt werden, ich möchte und so weiter. Ne? Aber dann musste eben bei der einen Krebspatientin, die also immer versucht hat, besser und besser zu kochen, der Mann war also gezwungen, sie nicht zu loben. Sie fragt, schmeckt es? Und sie sagt, es. Nicht, also war richtig unfreundlich. Das hat sie also wahnsinnig gekränkt. Ja, das waren also auch keine Zufälle, dass es so reagiert. Der musste so reagieren. Die Naturgesetze haben gezwungen, so zu reagieren. Dann immer wieder alles für und wider abwägen, was ist für oder gegen diese Entscheidung, die ich treffen muss. Sicherlich, man hat in der heutigen Zeit, findet man nicht vielleicht gleich zwei Angebote von Arbeitsstellen, aber früher könnte es vielleicht so gewesen sein, wenn dann eine in Stuttgart ist und die andere in München, sollte man nicht unbedingt sagen, dass München vielleicht näher an den Alpen ist und näher am Starnberger Landkreis, wo es schöne Seen gibt, sondern welche Arbeitsstelle ist besser für meine seelische Weiterentwicklung, wo kann ich mehr lernen? Und das ist natürlich schwierig, aber da kriege ich auch Hilfe wieder mit den sogenannten Zufällen. Wenn ich dann dauernd die falsche Arbeitsstelle anstrebe, dann entweder bleibt auch das Auto mal stehen oder ich habe komische Ansprechpartner oder irgendwas läuft schief. Also es ist unglaublich, dass sofort die Naturgesetze in irgendeiner Weise reagieren. Dann muss man es halt wahrnehmen, annehmen. Das hat auch mit Demut zu tun. Ja, und eben diese Signale und Gefühle beachten. Auch Gefühle können Zufälle sein. Das heißt, wir kriegen dann plötzlich zufällig das Gefühl, von diesen Menschen muss ich mich jetzt fernhalten. Ja? Nein, das ist nicht Zufall, sondern einfach, es hat nicht unbedingt mit seinem Gesicht zu tun, sondern hat damit zu tun, dass ich einfach gewarnt wäre schon vorher, dass es da Schwierigkeiten geben würde. Also es ist nicht der richtige Mitarbeiter. Apropos Mitarbeiter, da hatte ich einmal eine Mitarbeiterin zum Einstellungsgespräch hier und ich habe mir gedacht, weil sie schon Seminare bei mir gemacht haben, habe mir gedacht, das wäre doch was. Und dann sitzen wir hier im Wohnzimmer, dann läutet das Telefon einmal und es war falsch verbunden. Und ich habe nicht darauf reagiert, ich habe weitergemacht. Läutet es noch einmal das Telefon, war es wieder falsch verbunden. Und dann habe ich es endlich geschnallt. Ne? Und das war ja wirklich, es wäre nicht gut gegangen, es wäre wirklich ganz falsch gewesen. Naja, also das sind so die Sachen, das werden eben durch die Signale werden dann auch die Gefühle wieder in Bewegung gesetzt. Ja, mit dem Loslassen, da kriegen wir halt immer wieder Prüfungen noch und welche. Ja, irgendwie hängt man weiß oft gar nicht, dass man hängt. Erst wenn man merkt, dass man eigentlich im Begriff ist loszulassen, dann merkt man erst, wie schwer das ist loszulassen. Aber es ist halt die beste Hilfe, um Energie wieder zu gewinnen. Denn nicht loslassen ist eben Belastung, das heißt, es wird Energie entzogen und dann gibt es Schwierigkeiten. Ne? Ja, und die Menschen, die halt keine Entscheidung treffen wollen, da gibt es halt immer irgendwas. Ne? Weil keine Entscheidung ist schlechter als eine falsche. Ja, warum sind falsche Entscheidungen besser als keine? Weil es Lernprozesse sind. Wir können eigentlich, wenn wir uns überlegen, nur durch falsche Entscheidungen irgendwas lernen. Durch richtige können wir nichts lernen. Ja, sicherlich eine falsche Arbeitsstelle oder falsche Partnerschaft oder Ehe, das ist schon etwas Heftiges. Ne? Das sind sogenannte Schlüsselentscheidungen. Aber was könnte ich erzählen, was alles vor meiner Hochzeit alles passiert ist? Ne? Könnte ich allein schon ein Buch drüber schreiben. Ne? Ja, also erstes Mal war ein Wolkenbruch. Und dann musste mein Vater einen Strafzettel bezahlen, weil er am Gehsteig gefahren ist, damit ich mit meinem weißen Kleid mit Schleppe aussteigen kann. War kein Mensch auf der Straße. Also er hat dann den Strafzettel gezahlt, aber das ging ja noch. Dann, wie wir am Abend zu dem Hotel kamen, wo wir übernachten wollten, da war kein Zimmer mehr frei.
Ja, also, aber da war noch, nein, das war ja noch, vorher war ich ja noch beim Zahnarzt. Der hat also da eine komische Ader getroffen. Ich hatte so eine Backe blau. Da habe ich dann in der Wien in der Kaiserlichen Hofburgkapelle gearbeitet mit der blauen Backe. Ja, alles damals, ja, Zufall, ne? Nach ein paar Jahren Ehe habe ich gemerkt, dass es nicht Zufälle waren, sondern dass es eigentlich Warnsignale waren. Naja, aber dann muss man halt durch die Sache, ja, zeitlang zumindest. Ne? Lang bin ich ja nicht durchgegangen. Ja, und das Schöne ist halt dieses Sprüche zum Schluss, das ist eines meiner Lieblingssprüche. Unabhängigkeit im Denken ist das erste Kennzeichen der Freiheit, ohne sie bleibst du ein Sklave der Umstände. Ja, was hat das jetzt mit Zufällen zu tun? Wenn wir nämlich abhängig sind im Denken, das heißt, wir sind abhängig von irgendjemand anderem, wir können nicht loslassen von der Meinung oder von den Glaubenssätzen, die wir früher bekommen haben und früher, die sich eingenistet haben, dann können wir Zufälle gar nicht erkennen, weil wir gar nicht frei sind, wir sind gebunden, wir sind kleine Sklaven, Sklaven der Umstände. Also ich kann erst diese Zufälle, das sind eben diese Hilfen Gottes und der Naturgesetze wahrnehmen und erkennen, wenn ich frei bin von irgendwelchen dummen alten Glaubenssätzen, die mir eigentlich nichts bringen. Ja, das ist also wichtig.